Im alten Kyoto lebte ein frommer Shinto-Mönch, der durch die geschäftige Stadt oft von seinen Gebeten abgelenkt wurde. Er glaubte, dass seine Nachbarn seine Seele verunreinigten und wollte seine ganz persönliche Harai durchführen. Ein Reinigungsritual, das seinen Körper und seinen Geist säubern würde. Er beschloss, sich zum verehrten Hie-Schrein zu begeben. Der Aufstieg war mühsam und dauerte den ganzen Tag. Aber er war froh über die Einsamkeit, die ihm der Weg bot. Und nach seiner Rückkehr empfand er einen tiefen Frieden. Der Mönch wollte sich diese Klarheit so lange wie möglich bewahren und beschloss, diese Pilgerreise weitere 99 Mal zu unternehmen. Er nahm sich vor, den Weg allein zu gehen, alle Ablenkungen auf seiner Suche nach Ausgewogenheit zu ignorieren und nie von seinem Ziel abzuweichen. Der Mönch stand zu seinem Wort und während die Tage zu Wochen wurden, wanderte er durch strömenden Regen und unter sengender Sonne. Mit der Zeit offenbarte sich durch seine Hingabe die unsichtbare Welt der Geister, die neben der unseren existiert. Er spürte die Kami. Sie belebten die Steine unter seinen Füßen, die Brise, die ihn kühlte, und die Tiere, die auf den Wiesen grasten. Dennoch sprach er weder mit einem Geist noch mit einem Menschen. Er wollte den Kontakt mit denen vermeiden, die vom Pfad abgekommen und mit Kegare verunreinigt waren. Dieses Tabu der Verunreinigung galt für Kranke und Verstorbene ebenso wie für diejenigen, die dem Land schadeten oder Gewaltverbrechen begingen. Von allen Bedrohungen für das Streben des Mönchs nach spiritueller Reinheit war Kegare bei weitem die größte. Nachdem er zum 80. Mal seine Ehrerbietung erwiesen hatte, ging er wieder einmal nach Hause. Doch als die Dunkelheit hereinbrach, hörte er ein heftiges Schluchzen. Der Mönch wollte einfach weitergehen und das Wimmern ignorieren, aber das verzweifelte Weinen überwältigte ihn. Widerwillig verließ er seinen Weg, um den Ursprung der Laute zu finden. Bald erreichte er eine kleine Hütte, vor der eine Frau am Boden lag. Voller Mitleid bat der Gelehrte sie, ihren Kummer mit ihm zu teilen. Sie erzählte ihm, dass ihre Mutter gerade gestorben sei, aber niemand helfen wolle, sie zu beerdigen. Da machte sich Unbehagen in ihm breit. Die Berührung der Leiche würde seinen Geist verunreinigen, ihm die Lebenskraft rauben und die Kami würden ihn verlassen. Doch während sie weinte, wurde sein Mitgefühl immer stärker. So begruben sie die alte Frau gemeinsam, damit sie sicher in die Geisterwelt übertreten konnte. Nach der Beerdigung lastete das Tabu des Todes schwer auf dem Mönch. Wie hatte er nur so töricht sein können, seine wichtigste Regel zu verletzen und seine göttliche Reise zu verderben? Nach einer schlaflosen Nacht beschloss er, zurück zum Schrein zu gehen, um sich zu reinigen. Zu seiner Überraschung waren in dem sonst so ruhigen Tempel viele Menschen um ein Medium versammelt, das direkt mit den Kami kommunizierte. Der Mönch wagte es nicht, sich zu nähern, denn niemand sollte seine verunreinigte Seele erblicken. Doch das Medium rief ihn aus der Menge zu sich. Bereit, verdammt zu werden, näherte sich der Mönch der heiligen Frau. Doch das Medium lächelte nur. Sie nahm seine unreine Hand in die ihre, flüsterte einen Segen, den nur er hören konnte, und dankte ihm für seine Güte. In diesem Moment offenbarte sich dem Mönch ein spirituelles Geheimnis. Verunreinigung und Verderbtheit sind zwei verschiedene Dinge. Mit dieser Erkenntnis machte sich der Mönch wieder auf den Weg. Doch diesmal half er stets den Menschen, auf die er traf. Nach seiner 100. Pilgerreise wagte er sich sogar in die Stadt, die er zuvor gemieden hatte. Andere warnten, dass er Kegare riskiere, aber er verriet nie, warum er sich so sorglos unter die Kranken und Benachteiligten mischte. Er wusste nämlich, dass die Menschen Harai nur verstehen können, wenn sie sich selbst auf die Reise begeben. Erlebe in diesem Video die bunte Welt der japanischen Mythologie und folge einem störrischen, gestaltwandelnden Schwindlerwaschbären auf seinen Abenteuern.